Wahrscheinlich hat jeder in seinem Umfeld einen klugen Menschen. Und wenn du denkst, dass dieser kluge Mensch in der Zukunft reich sein wird, liegst du meiner Meinung nach falsch. Denn je mehr du nachdenkst, desto mehr negative Szenarien erzeugst du. Und je mehr negative Szenarien du erzeugst, desto weniger Schritte unternimmst du. Sehr kluge Menschen sind meistens diejenigen, die am meisten nachdenken. Sie berechnen jeden Schritt, spielen jedes Szenario in ihrem Kopf durch, erkennen jeden möglichen Fehler im Voraus. Das klingt wie ein Vorteil, aber meistens ist es keiner. Schau dir das Video bis zum Ende an, ich werde dieses Thema noch ausführlicher erklären. Ich habe jahrelang in der Geschäftswelt gearbeitet. Ich habe unzählige Unternehmer, Akademiker, Ingenieure und Manager kennengelernt und ich habe eines sehr deutlich gesehen. Diejenigen mit den hellsten Köpfen waren meistens nicht die wohlhabendsten. Manchmal war es sogar genau umgekehrt. Warum ist das so? Lass mich ein Beispiel geben. Der Unterschied zwischen jemandem, der viel nachdenkt, und jemandem, der ohne viel Nachdenken handelt. Der kluge, viel denkende Mensch schaut immer nach vorne und hat Angst vor Risiken. Der weniger Nachdenkende konzentriert sich auf seine Arbeit, geht oft Risiken ein und gewinnt am Ende. Manchmal verliert er auch. Damit sage ich nicht, dass ihr leichtsinnig Risiken eingehen sollt und ein Unternehmen gründen sollt. Ich sage nur, konzentriert euch auf eure Arbeit. Habt keine Angst. Wenn ihr schon in diesem Bereich seid, seid ihr bereits auf dem richtigen Weg. Setzt euch das Ziel, eure Arbeit zu erledigen und voranzukommen. In einer großen Studie in Schweden untersuchte ein Team der Universität Linköping die kognitiven Testergebnisse von rund 59.000 Männern sowie deren Einkommen über mehr als ein Jahrzehnt. Das Ergebnis war überraschend. Bis zu einem bestimmten Punkt gab es eine starke Beziehung zwischen Intelligenz und Einkommen. Das heißt, intelligentere Menschen verdienten im Allgemeinen mehr. Aber diese Beziehung verschwand fast vollständig, sobald eine Schwelle von etwa 60.000 € pro Jahr überschritten wurde. Und das Interessanteste, das oberste 1% in der Einkommensskala hatte im Vergleich zu den direkt darunterliegenden leicht niedrigere kognitive Werte. Die Menschen, die am meisten verdienen, waren also nicht die intelligentesten. Das sagt uns etwas sehr Wichtiges. Geld belohnt keine Intelligenz. Geld belohnt Handeln. Es belohnt Mut. Es belohnt die Fähigkeit, zur richtigen Zeit die richtige Entscheidung zu treffen. Genau wie ich gerade gesagt habe. Wenn du bis hierher geblieben bist, bedeutet das, dass deine Gedanken meinen nahe sind. Drück deshalb auf Gefällt mir und abonniere den Kanal. Kommen wir nun tiefer in dieses Thema. Es gibt mehrere Hauptgründe, warum kluge Menschen Schwierigkeiten haben, Geld zu verdienen. Und diese sind nicht voneinander unabhängig, sie sind meistens miteinander verflochten. Erster Grund: Analyselähmung. Kluge Menschen stellen von Natur aus mehr Fragen. Bevor sie eine Entscheidung treffen, wollen sie alles von allen Seiten durchdenken. Das ist oft eine große Stärke. Aber in der Geschäftswelt kann diese Stärke, wenn sie falsch eingesetzt wird, zum größten Hindernis werden. Ich nenne das Analyselähmung. Eine Person recherchiert eine Investitionsmöglichkeit. Sie recherchiert monatelang, berechnet alle Risiken, modelliert alle Szenarien. Am Ende hat sie so viel gelernt, dass sie nicht mehr sicher ist, was richtig ist und was falsch, und sie kann nicht handeln. Wenn du einen hochintelligenten Freund oder Bekannten hast, frag ihn ruhig, warum er kein regelmäßiges Einkommen hat. Derjenige, der Geld verdient, trifft seine Entscheidung mit 80% der vorhandenen Informationen. Den Rest lernt er im Laufe der Umsetzung. Ein Beispiel, das diesen Unterschied sehr gut zeigt, fällt mir ein. Ich kannte einen Neurologen. In seinem Fachgebiet war er wirklich außergewöhnlich. Aber finanziell steckte er ständig fest. Jahrelang dachte er darüber nach, in Immobilien zu investieren. Er analysierte jede Immobilie, analysierte jeden Markt. Er wartete auf die perfekte Gelegenheit. Und diese Gelegenheit kam nie. Denn eine perfekte Gelegenheit gibt es nicht. Es gibt nur ausreichend gute Gelegenheiten und den Mut, sie zu nutzen. Lass mich dazu ein lustiges Beispiel geben. Du gehst ins Restaurant, schaust in die Speisekarte, kannst dich lange nicht entscheiden, grübelst lange, was du essen sollst, und am Ende schmeckt dir das Essen nicht. Hättest du aber das erste Gericht genommen, das dir ins Auge gesprungen ist, hätte es dir mit Sicherheit sehr gut geschmeckt und du wärst zufrieden gewesen.
Dieses Beispiel klingt vielleicht komisch, aber manche Menschen versteht man am besten so. Die Gründe sind eigentlich viele. Die Angst vor dem Falsch zu machen trifft kluge Menschen viel tiefer. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen in die Psychologie eintauchen. Stell dir vor, jemand ist klug und gut ausgebildet. Er war in der Schule immer der Beste. Seine Familie hatte große Erwartungen an ihn. Sein Umfeld sagte jahrelang zu ihm: Du bist besonders, du wirst es schaffen. Die Identität dieses Menschen verbindet sich mit der Zeit mit seiner Intelligenz und Erfolgen. Das heißt, ich bin klug ist nicht mehr nur eine Eigenschaft, es wird zur Definition seiner Person. Was passiert nun, wenn so jemand ein Unternehmen gründet und dieses Unternehmen falsch schlägt? Er erlebt keine gewöhnliche Enttäuschung, er fühlt sich, als hätte er seine Identität verloren. Wenn ich falle, wer bin ich dann? Diese Angst ist wirklich sehr prachtvoll und meistens wird sie sich gar nicht bewusst. Von außen betrachtet wirkt dieser Mensch vorsichtig, aber in Wirklichkeit handelt er aus dem Antrieb heraus, seine Identität zu schützen. Wenn das so ist, zieht er es oft vor, allein zu bleiben und mit niemandem zu reden. Intelligenz kann Einkommen bringen, aber Vermögensaufbau ist eine andere Fähigkeit. Die meisten klugen Menschen finden hochbezahlte Jobs. Sie werden Doktoren, Langanwälte, Ingenieure, Akademiker und bewirtschaften gut. Aber hier lauert eine Trappe. Ein hohes Einkommen bedeutet nicht automatisch Reichtum. Wenn jeder verdiente Euro in ein größeres Haus, ein teureres Auto oder luxuriösere Urlaube fließt, lebt diese Person jahrelang mit viel Einkommen weiter, ohne je Vermögen aufgehäumt zu haben. Ökonomen nennen das Lifestyle-Inflation. Echter Reichtum entsteht dadurch, dass die eigenen Wertstoffe für einen arbeiten. Das erfordert nicht nur Intelligenz, sondern auch finanzielle Disziplin und Geduld. Emotionale Intelligenz und soziale Fähigkeiten sind manchmal entscheidender als IQ. In den Untersuchungen großer Denkzentren taucht immer wieder das gleiche Ergebnis auf. Für den beruflichen Erfolg ist emotionale Intelligenz ein weitaus wichtigerer Faktor als reine intellektuelle Intelligenz. Denn in der Geschäftswelt arbeitet man mit Menschen zusammen. Man verhandelt, überzeugt, baut Vertrauen auf, führt Teams. Kluge Menschen mit wenig entwickelter emotionaler Intelligenz können großartige Ideen entwickeln, aber scheitern oft an den menschlichen Dynamiken, die nötig sind, um diese Ideen umzusetzen. Geld entsteht letztlich aus dem Austausch zwischen Menschen, und dieser Austausch basiert hohem Maße auf Beziehungen. Der Nobelpreis für Ökonomie James Heckman erforschte jahrelang, was den späteren wirtschaftlichen Erfolg eines Menschen bestimmt, und er fand heraus, angeborene Intelligenz beeinflusst den späteren Erfolg eines Kindes mit maximal 1 oder 2%. Der eigentlich entscheidende Faktor ist Selbstdisziplin, Ausdauer und Fleiß. Das heißt, nicht der IQ eines Menschen bestimmt, wohin er im Leben kommt, sondern sein Charakter. Schau dir manche Menschen in deinem Umfeld an. Wenn sie an deinem Tisch säßen, wäre dein IQ um ein Vielfaches höher als ihrer, aber sie sind reich und du denkst immer noch. Manche von euch werden mir vielleicht nicht zustimmen, das ist natürlich eure Meinung. Denn Intelligenz wird als etwas Festes und Unveränderliches wahrgenommen. Aber Charakter formt sich durch Gewohnheiten und Verhaltensmuster und kann sich mit der Zeit verändern. Was schließen wir aus all dem? Ich sage euch eine Wahrheit, die wie ein Feind klingt. Eure Intelligenz wird euch dabei möglicherweise nicht viel helfen. In manchen Situationen ist es gerade eure Intelligenz, die das Hindernis vor euch vergrößert. Aber das ist kein Schicksal, das ist eine Frage des Bewusstseins. Jetzt sage ich euch einige sehr konkrete Dinge. Das sind Lektionen, die ich aus meinen eigenen Erfahrungen und aus Jahren von Beobachtungen in der Geschäftswelt destilliert habe. Erstens, die 80%-Regel. Ihr werdet niemals 100% der Informationen haben. Akzeptiert das. Wenn 80% der euch vorliegenden Informationen ausreichen, handelt. Den Rest lernt ihr unterwegs. Wer im Leben wartet, verliert nur Zeit. Aber bitte achtet dabei auch darauf, euch auf eure Arbeit zu konzentrieren. Zweitens, definiert das Falschmachen neu. Falschmachen ist nicht der Zusammenbruch eurer Identität, sondern ein Teil eures Lernprozesses. Wer Fehler macht, ist nicht weniger wert, sondern hat mehr Erfahrung gesammelt. Die wirklich erfolgreichen Menschen sind meistens diejenigen, die am meisten Fehler machten. Sie wussten nur, wie man aus diesen Fehlern die richtigen Lehren zieht.
Offen gesagt, ich bin sehr oft gefallen, sodass ich dachte, ich würde nie wieder aufstehen. Aber am Ende hatte ich Erfolg. Drittens, trennt Einkommen und Vermögen voneinander. Ein hohes Gehalt macht euch nicht reich. Reichtum entsteht dadurch, dass ihr Vermögen ansammelt, euch immer einen Teil von dem, was ihr verdient, für euch selbst, also für eure Zukunft zurücklegt. Das klingt wie eine kleine Gewohnheit, aber nach 10 Jahren ist der Unterschied gewaltig. Das ist das Wichtigste, vergisst das nicht. Viertens, investiert in eure Beziehungen. Chancen kommen meistens von Menschen. Ein Umfeld aufzubauen, dem ihr traut, das euch unterstützt und euch herausfordert, ist wertvoller als jedes Buch zu lesen. Und fünftens, vielleicht das Wichtigste, handelt. Heute. Wartet nicht auf den perfekten Zeitpunkt. Wartet nicht darauf, den perfekten Businessplan zu schreiben. Macht den ersten Schritt.